Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Göttwort Roundtable Episode. Heute stelle ich Ihnen den neuen RPA Rotational vor. Er ist eine Weiterentwicklung des Rubber Process Analyzers zur Ermittlung der stationären Viskosität bei hohen Scherraten. Mein Name ist Dr. Joachim Sunder, ich bin verantwortlich für die Produktanwendung bei Göttwort. Fast 50 Jahre Erfahrung in der rheologischen Prüfung von Elastomer-Compounds münden in ein neues Prüfgerät, den RPA Rotational. Der Rubber Process Analyzer RPA wird zur Analyse von Gummicompounds im plastischen und vulkanisierten Zustand sowie zur Charakterisierung der Vernetzung eingesetzt. Bei marktüblichen RPAs wird dabei die untere Kammerhälfte mit einer sinusförmigen Drehbewegung Oszillation angesteuert, während an der oberen Kammerhälfte das über die Probe übertragene Drehmoment und die Kraft gemessen wird. Alternativ können auch Vernetzungsisothermen oder Temperatursweeps und Relaxations- oder Rampentests durchgeführt werden. Der neue RPA Rotational verfügt über eine kontinuierlich rotierende untere Kammer mit integriertem Temperaturgradientensensor zur Ermittlung der Scherdissipation und stellt damit eine Einzigartigkeit auf dem Markt dar. Wird die Dissipation nicht erfasst, verfälscht dies die Messergebnisse bereits im mittleren und hohen Scherratenbereich. Die Messung erfolgt hier über eine sprunghafte Änderung der Winkelgeschwindigkeit bzw. der Schergeschwindigkeit und wird auch als Spannversuch bezeichnet. Als Antwort aus der Vorgabe der Schergeschwindigkeit erhält man das Drehmoment und damit die Schubspannung über der Zeit. Die Viskositäten erreichen ein Gleichgewicht nach genügend langer Zeit, wie in Bild 1 dargestellt. Dieser Wert wird auch als transiente Viskosität bezeichnet. Zur Bestimmung der transienten Viskosität sind auch bei niedrigen Scherraten im Gegensatz zum Kapillarmeter keine Korrekturen notwendig. Hier können beim RPA Rotational auch mehrere Scherraten hintereinander gefahren werden, da der Einfluss auf die Probe gering ist. Bei hohen Scherraten hingegen kommt es im kleinen Probevolumen bereits nach nur 10 Umdrehungen zu einer Schererwärmung, die von der dissipierten Energie und damit letztlich von der Viskosität abhängt. Diese Energie wird beim RPA Rotational über den Temperaturgradientensensor erfasst, in dem der entstehende Wärmestrom ermittelt wird. Über eine Energiebilanz wird dann die mittlere Probentemperatur ermittelt und zur Korrektur der Viskosität bei hohen Scherraten verwendet. Aufgrund der hohen Scherenergie empfiehlt sich ab einer Scherrate von 20 bis 50 die Messung der transienten Viskosität mit einer neuen Probe. Bild 2 zeigt einen Vergleich der Messung der transienten Viskosität mit und ohne Berücksichtigung der Schererwärmung für ein hochviskoses EPDM-Compound. In der unkorrigierten Viskositätskurve zeigt sich ein Abknicken. Die Temperaturerhöhung der Probe reduziert die Viskosität in diesem Beispiel um bis zu 40%. Bild 3 zeigt einen Vergleich der Messung der transienten Viskosität für ein EPDM-Compound mit einer niedrigen Viskosität. Hier ist der Dissipationseinfluss weniger ausgeprägt, sodass der Einfluss der Korrektur geringer ausfällt. Das Beispiel zeigt die Materialabhängigkeit der Dissipation und die Notwendigkeit der Bestimmung mit Hilfe eines Temperaturgradientensensors. Bild 4 zeigt die Abhängigkeit der transienten Viskosität von der Prüftemperatur. Wird die Dissipation nicht berücksichtigt, kann die Viskosität bei tieferer Temperatur aufgrund der hohen Dissipation, wie in diesem Beispiel, sogar tiefer liegen als bei höheren Prüftemperaturen. Die unkorrigierten Daten bei 80 Grad liegen in diesem Beispiel unterhalb der Werte von 90 und 100 Grad Celsius. Bei einem Temperaturshift würden diese Daten daher nicht berücksichtigt. Die korrigierten Werte in Bild 5 zeigen das richtige Ranking über der Temperatur. Mithilfe dieser Daten kann dann ein Vergleich mit Daten aus dem Hochdruckkapillarmeter, hier Rheograph 50 mit Quantifeed, erfolgen. Die Daten des Kapillarmeters sind in diesem Beispiel vollständig korrigiert, sodass sie gut mit den transienten Daten ineinander überführt werden können. Häufig können aber nicht alle Korrekturen durchgeführt werden. Die transiente Viskosität liefert hierbei eine effektive Ergänzung und ermöglicht prozessnahe Messungen mit einer effektiven Betrachtung von Gleit- und Haftbereichen bei der Druckströmung im Kapillarmeter. Der neue RPA Rotational ist um die Funktionalität einer kontinuierlich rotierenden unteren Prüfkammerhälfte erweitert worden. Dies ermöglicht zusätzlich zu allen Funktionen wie Sweep, Rampen, Relaxationstest und LAOS eines RPA einen vergrößerten Messbereich für die Ermittlung der transienten Viskosität.
Damit liefert der RPA Rotational eine sehr gute Ergänzung zur Beurteilung der Daten aus der prozessnahen Messung mit dem Kapillarimeter. Erst mit Hilfe des integrierten Temperaturgradientensensors ist eine schnelle und effektive Korrektur der gemessenen transienten Viskosität möglich, die für genaue Messergebnisse unabdingbar ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie dran für weitere Episoden unseres Göttfort Roundtable. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.